willkommen. Mein Name ist Kati und ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Es ist Dienstag und wie immer zeige ich euch dienstags etwas zum Diamond Painting und samstags etwas zum Häkeln. Ja, ich habe es hier schon liegen. Ich habe das schon aus dem Karton rausgeholt. Es ist ein kleines Bildchen. Ein kleines, großes Bildchen, je nachdem, wie man es sieht. Und das würde ich gerne mit euch zusammen einmal anschauen. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Verpackung von den Bildern mit dem schönen Seidenpapier. Es ist aus dem Shop von Pichu Moon Art. Und das Besondere hier an dem Bild ist, ich habe mir ein Bild bestellt mit 110 Farben. Und ihr seht es, hier sind schon Markierungen, die Zahlen etwas hervorgehoben. Es hat einmal AB-Farben und einmal Fairy Dust Farben. AB-Farben sind Aurora Borealis und Fairy Dust sind die mit dem leichten Feen-Glitzer sozusagen drüber, hier mit so Glitzer, Silberstaub drüber. Genau. Ja, bei einer Bestellung in dem Shop könnt ihr euch auswählen, ob rund oder eckig und mit AB-Steinchen oder ohne AB-Steinchen, mit Fairy Dust Steinchen oder ohne Fairy Dust Steinchen. Und ja, ach ja, und Stickerlegende oder keine Stickerlegende, also dann kriegt ihr eine Papierlegende. Und ob ihr ein Toolkit dazu möchtet oder nicht. Ja. Ich habe ohne Stickerlegende und ohne Toolkit bestellt, aber wie gesagt mit Fairy Dust und mit AB-Steinchen, die dann automatisch bei dem Bild dabei sind. Genau. Wir holen mal gerade die Leinwand raus. Die ist schön verpackt in einem Seidenpapier und schön aufgerollt. Wir rollen sie mal aus. Und dann kann sie sich mal ein bisschen auslegen. Ja, mit 110 Farben. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Bild in 60 x 60 geholt. So wird es angeboten. Wenn ihr da andere Maße haben wollt, glaube ich, könnt ihr da auch E-Mail-Kontakt aufnehmen und mal nachfragen. Ich glaube, das ist so kein Problem. Ja, Leinwand ist schön flauschig, aber nicht zu doll. Ich mag die so sehr gerne. Es ist schön anzufassen. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Steinchen an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch 110 Farben so einzeln reinhalten soll, dass ihr euch das anschauen könnt. Das ist eine Menge Farben. Aber ihr seht es mehr, ja, was ist es mehr? Mehr Rosé oder rosa, dunkelrosa, lila, Beige-Töne und Blautöne. Schaut mal, 26 Gramm von dem lila. Ich hoffe, es geht einigermaßen vom Licht her, denn ich musste Licht anmachen, weil draußen ist bei uns ein bisschen dunkel. Und deswegen seht ihr hier so einen leichten Schein, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich hoffe, das spiegelt nicht so stark. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich greife rein und dann schauen wir uns die Farben an. Bei 110 Farben haben wir ja ein bisschen was vor uns. Die 948. Ich glaube, ich mache die dann auch gleich wieder auf die Tüte. Hier ist unsere eine AB-Farbe, die 209, Entschuldigung. Legen wir rüber. Hier haben wir eine Fairy Dust Farbe, die 5200. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut
sieht. So ganz leichten silbernen Schimmer haben wir da drauf. Die 3731, die 3687. Es sind immer nur so ein paar Steinchen drin. Die 3726. Eine AB-Farbe, die 3354. Die 3033. Die 754. Schöne Qualität der Steinchen, wenn ihr euch das mal so anschaut. Auch hier sieht man es wieder bei der 3727. Ja. Schön. Die 3722. Die 3713. Die 3350. Die 210 als AB, die 3042, die 3041, die 796, die 792, die 758, die 452, die 760, die 762, die 414, die 3747, die 3839, die 157, die 152, die 151. Da sieht man so ein bisschen die Abstufung sehr schön. Die 453, die 554, Eieiei, so Konzentration, die 3861, die 605, die 553, ist auch sehr schön das Lila, die 341, hier ist noch die 153, hatten wir die nicht, ach guck mal, die 51, 52 und die 53. Schön. Dann haben wir hier die 3743, die 543, die 352, die 552, die 336, ein schöner dunkler Blauton, schön, die 333, die 317, schönes Grau, ein dunkles, die 225, auch schön, die 800, die 550 im Lila, die 314, die 413,
die 318, heute habe ich aber Zahlendreher drin, die 160, die 353, die 159, die 316, die 158, auch sehr schöne Farbe, die 451, die 415, die 820, die 315, die 340, die 224, die 223, die 208, die 196, 69, 169, eieiei, die 162, die 161, die 156, die 818, hat jemand mitgezählt? Haben wir schon die Hälfte? Die 967, die 961, die 3740, die 791, die 761, die 778, die 335, die 797, die 809, die 3840, die 3746, die 3770, die 3771, die 3833, die 951, die 3756, die 3860, das ist nur so ein ganz paar Steinchen, da bin ich ja mal gespannt. Oje, oje. Die 3841, die 3774, die 3689. Hier ist nochmal eine AB-Farbe, die 155, die 950, die 3326, die 3608, die 3823, eine Fairy Dust Farbe jetzt, die 211, die 3836, die 3859, die 3837, die 327, die 3609, oh, eine Fairy Dust Farbe, die 775, die 3837,
65 als AB. Die 3838, auch eine Fairy Dust. Die 3835. Die 3834. Die 3824. Die 3807. Die 819 als Fairy Dust. Die 3779. Die 3778. Die 3733. Oh, die letzten drei. Die 3712. Die 963 als AB. Und die 3328. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ein Steinchen hier war lose. Ich denke mal, der gehört hier dazu. Den mache ich jetzt hier mit rein einfach. So, also wir haben 110 Farben geschafft. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bin ich richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Farben. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Fairy Dust. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB-Farben. Also Fairy Dust AB. Genau. 2, 4, 5 und 2, 4, 6. Gut. Haben wir doch schon mal alle. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich schiebe jetzt die einfach nach hinten, die Farben. Und hier seht ihr es schon auf der Legende. Hier oben steht die Bildnummer einmal drauf. Auf der Papierlegende einmal 60 x 60 die Maße sowie 110 Farben. Hier ist auch noch mal das Bildchen. Ich habe mich für die kleine Meerjungfrau hier entschieden. Ich fand das so süß mit dem Buch dann dabei und den Quallen drumherum. Und sie hat das Buch aufgeschlagen, so nach dem Motto, schaut rüber. Ich würde jetzt gern lesen, so nach dem Motto. Ich fand das super süß, das Bildchen. Ja, ihr habt hier auf der Legende, auf der Papierlegende einmal die laufende Nummer, das Painting-Symbol, die DMC-Nummer, die Steinchen, sozusagen wie viele in den Beutelchen sind und die Grammzahl. Ja. Alles aufgelistet. Die Painting-Symbole sind Symbole, Zahlen und Buchstaben, Sonderzeichen. Ich meine, bei so vielen Farben braucht man halt ein paar Symbole. Ja, schauen wir uns mal die Leinwand an. Da kleben die Tütchen, die Steinchen an der Leinwand. Ach ja, super. Wie gesagt, das Bild ist 60 x 60. Einmal von oben. Ihr seht es, da hinten liegen noch die Steinchen und hier ist das Bild. Wir schauen uns die Leinwand gleich mal genauer an. Ich schaue kurz nur, dass man das Bild so ein bisschen sieht. So, perfekt.
Ja, starten wir am besten mal von oben mit unserer Leinwand. Ihr seht es, sie ist schön abgesteppt, hat den Wellenrand. Hier ist das Logo nochmal, Peach Moon Art, Your Beautiful Art of Diamond Painting ist ihr Slogan sozusagen. Auf der linken Seite haben wir nochmal die Bildnummer, die Bildgröße sowie die Farbanzahl und es ist eine Artwork bei Lara Klein. Ja. Auf der rechten Seite ist bei mir nochmal dieser kleine süße Pichu-Hase sowie ein Teil der Legende. Ihr habt hier die laufende Nummer, das Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Ja. Hier ist alles super gut lesbar. Ihr seht es, hier geht es bis zur 49 und hier geht es weiter auf der linken Seite unten mit 50 bis 110. Das ist ein bisschen außergewöhnlich bei dieser Leinwand, aber ich finde es nicht schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, hier unten haben wir nochmal so ein süßes kleines Häschen, was ein Herzchen hochwirft. Und auch nochmal Social Media von Peach Moon Art. Und hier nochmal die Seite von ihrem Shop. Ja. So, schauen wir uns mal noch. Die Folie ist schön, kräftig, ja, doch. Die ist super. Klebkraft ist klasse. Ist auch keine so Kruspelfolie, es ist eine sehr schöne Folie. Wie gesagt, Klebkraft ist super. Die Symbole kann man schön lesen. Ihr seht es, es gibt ein bisschen hell gedruckte Symbole und dunkel gedruckte Symbole. Aber trotzdem, die, wo wir hier haben, kann man alle sehr gut erkennen. Wahrscheinlich gibt es auch noch zu dem W ein M. Da muss man halt ein bisschen dann drauf achten, wenn man paintet. Wenn man sozusagen sich die Leinwand dreht und vielleicht auf dem Kopf paintet. Also ein W haben wir. Schauen wir mal kurz auf der Papierlegende. Und ein M. Aber ihr seht es, das M ist so rosa hinterlegt und das W ist in einem hellen Blau unterlegt. Von daher dürfte das gar kein Problem sein. Das kann man dann gut unterscheiden voneinander. Und dann ist das schon super. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, mir hat die Meerjungfrau so sehr gut gefallen mit ihrem Buch offen und den süßen Quallen hier drumherum. Und dass sie dann so zur Seite schaut mit den Details hier, den Perlen auf den Schultern sowie in den Haaren. Oder hier der kleine Stern an ihrer Hüfte, wo hier so, ja, weiß gar nicht, ein Tuch hält, ein Schleier hält, der an ihrer Flosse noch dran ist. Das fand ich ganz goldig. Ich bin mal gespannt. Mit dem Bild möchte ich gern an diesem Event teilnehmen, was auch von Peach Moon Art ja, veranstaltet wird. Und zwar Diamantenzauber. Das startet jetzt im April. Also ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit für mein Sternchen einzusortieren. Und dann startet das Ganze. Das geht bis Ende des Jahres, dieses Event. Und ich hoffe, dass ich das Bild dann bis Ende des Jahres so nach und nach einfach fertiggestellt bekomme. Na? Schauen wir mal, warten wir mal ab. So, ich würde sagen, wir starten als erstes und schauen mal, wo unsere AB-Steinchen hinkommen. AB, wie gesagt, Aurora Borealis, sind den Nordlichtern nachempfunden
und sind hier im Bild mit ein paar Farben vertreten. Einmal die 155, das ist unser Pfeil nach unten. So, und den sehe ich hier schon, der ist hier unten an der Flosse entlang vertreten. Papierlegende kommt mal rüber, dann zeige ich euch das. Ein bisschen dichter. Hier unten seht ihr den Pfeil nach unten. So ein bisschen, um die Flosse hervorzuheben. Aber auch hier an ihren Haaren ist es vertreten. Genau, so die Umrandung von den Haaren. Es sind immer nur so einzelne Symbole, sehr schön. So einzelne kleine Passagen. Hier an den Quallen auch. Toll. Also das ist schon mal, dann wird das so ein bisschen, ja, sozusagen gehighlightet. Finde ich ganz, ganz klasse. Oh, und auch hier in ihren Augen ist es vertreten. Sehr schön. Also unser lila AB. Dann haben wir die 209. Das ist das S. Einmal. Das ist auch da mit drin. Schön. Seht ihr es hier? Auch da, wo die Pfeile waren. Zum Teil, also einmal hier an ihrer Schwanzflosse, wo die startet. Hier bei der Qualle ein bisschen mehr oder von dem Teil von der Qualle. Hier am Buch, am Rand von dem Buch noch. Schauen wir mal weiter oben. Ja, hier, wo die Qualle sozusagen ein wenig von dem Lichteinfluss angestrahlt wird. Und das ist auch hier bei der Qualle der Fall. Schön. Das war unsere 209, der AB. Ich muss gerade mal gucken, wo ich die hinlege. Dann haben wir die 210. Das waren diese Punkte nebeneinander. Die zwei Rauten. Doch. Und die waren hier auch mit vertreten. Also einmal hier unten. Ich zeige sie euch jetzt gerade mal kurz großflächig, so dass ihr das mal im Kompletten seht. Und dann kann ich sie gerne noch mal vom Nahen zeigen. Das sind auch nicht so viele. Da haben wir auch hier mit drin. Sind hier nicht so viele Steinchen. Also ich sehe sie sonst. Ja doch, hier oben. Hier noch bei der Spiegelung. Hier. Und wie gesagt, einmal hier unten. Und dann so, also wirklich vereinzelt noch hier ist es mir jetzt noch mal ins Auge gesprungen. An ihrem Tuchröckchen, je nachdem, wie man das sehen möchte, was das ist. Ich bin mir da immer so unschlüssig. Ich will in der Hinsicht dann nie was Falsches sagen, weil der Künstler wird sich ja dabei was gedacht haben. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Dann haben wir den AB-Stein 963, ein schönes Rosé. Das ist die Blüte, der Stern. Und den haben wir. Es sind hier nur wirklich sind hier nur ein paar Steinchen.
Mal schauen, ob ich ihn finde. Da. Hier einmal in den Haaren mit drin. Im Gesicht sehe ich ihn jetzt nirgends. Da auch nicht bei den Quallen. Also anscheinend sozusagen, also hier an den Haaren. Sehr schön. Also es fällt ja das Licht von hier. Ich meine, ihr seht es ja, wegen diesen hellen Spiegelungen hier immer mit dran. Also gehe ich davon aus, dass das Licht von hier kommt und drauf fällt auf sie. Jetzt habe ich es gerade noch hier hinten bei den Haaren gesehen. Dort. Und ihr seht es ja, die Haare fangen hier an und gehen so hinter ihr vorbei hier rüber. Sehr schön. Also wie gesagt, ein paar Steinchen von der 963, die dann dort mit lang gehen. Also etwas in den Haaren verteilt, ein kleines Highlight. Dann haben wir die 3354. Da war jetzt, seht ihr es, schön der AB. Das ist die 2. Und die haben wir hier im Highlight sozusagen an ihrem Bauch, hier ein ganz klein wenig an ihrem Arm. Ja, ein ganz klein wenig hier an der Kinnpartie sowie hier an den Augen. Ich schaue kurz, sonst sehe ich ihn nirgends. Ich zeige es euch mal von nahen. Also ihr seht es hier bei dem Bauch, bei dem Arm. Und hier oben am Arm, sowie hier sozusagen am Brustkorb ein bisschen und hier im Gesicht. Schön. Und da ist er ja auch, wie gesagt, es sind ja keine Flächen damit besetzt. Es ist wirklich ganz dezent eingesetzt. Ich glaube, das kommt ganz gut raus nachher. Das wird schön. Dann haben wir die 3865. Das sind unsere 3 Punkte im Dreieck. Da haben wir auch ein bisschen mehr. Ich meine, das ist auch der weiße AB. Ich finde, der ist immer schön eingesetzt, weil ich finde, der springt nicht gleich so bam ins Auge. Also ihr seht es, der Bezug von den Steinchen ist wirklich ganz sachte. Ja. Das finde ich auch immer sehr schön. Ja, den haben wir schon ein bisschen mehr verteilt. Ich meine, da haben wir ja auch fast ein bisschen mehr wie 12 Gramm. Und den haben wir wirklich hier unten an der Schwanzflosse, hier in dem Buch, in den Schaumwolken, hier an den Haaren haben wir ihn. Hier hinten hinter der Flosse in den Haaren nochmal, hier an der Seite. Und in den Augen und in den Quallen. Schauen wir mal kurz bei den Quallen nach. Also einmal hier noch in den Haaren, hier hinten auch. Dann haben wir ihn hier im Buch, in diesen kleinen Schaumwolken, Meereswolken, hier in den Augen und auch in den hellen Quallen vertreten. Ja, doch, doch. Auch als Highlight hier an ihrem Brustier, so vereinzelt. Schön. Also bei den Perlen haben wir ihn auch vertreten, aber nur ganz zart. Ja, hier ist es ein bisschen flächiger gesetzt, aber das ist auch im Spiel mit einem anderen Stein, was kein AB ist.
Von daher denke ich mal, kommt das ganz gut rüber dann danach. Ja, und dann haben wir noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich unsere Fairy Dust Steine hingetan habe. Ich glaube 3, 4, 5. Hier sind unsere Fairy Dust Farben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schaut euch die mal an. Wirklich toll. Tolle Farben. Hier das Blau gefällt mir unglaublich gut als Fairy Dust. So schön zart und es glitzert. Ganz toll. Schön. Ja, da gucken wir mal, wo haben wir unsere 211. Das ist unser Kuh. Schauen wir mal. So vereinzelt habe ich es schon entdeckt, also einmal hier unten, aber es sind immer nur so 1, 2 Steinchen. Hier ist es ein bisschen so im Karo gelegt. Na, jetzt. Ja, seht ihr? Und da sind aber noch andere Steinchen mit dabei, also keine Fairy Dust oder AB-Farbe, sondern normale Steinchen sozusagen und sind damit im Spiel. Ich glaube so ganz zart. Ach, das sieht garantiert klasse aus nachher. Da bin ich mal gespannt. Also er ist hier in der Schwanzflosse in dem Rock vertreten. Toll. Sonst habe ich ihn jetzt nirgends gesehen. Oben vielleicht noch in der Qualle. Nee. Da sehe ich jetzt kein Kuh. Na. Gut, schön. Dann haben wir den blauen, die 775. Das ist eine Blume. No. Das ist hier unten mit drin. Also einmal sozusagen hier unten, wo das Wasser sozusagen im Hintergrund ist. Das Blümelein. Und hier oben ein bisschen ganz zart eingesetzt an ihrem Brustier. Und noch ein bisschen in dieser Qualle mit drin. Hier oben auch noch in der Qualle. In diesen bisschen bläulichen Quallen. Und nicht in diesen weißen. In den bläulichen Quallen ist das mit vertreten. Sehr schön. Ich bin ja mal gespannt. Dann haben wir die 819. Das ist unser Zeichen dafür. Und ich muss euch sagen, von der Farbe her würde ich das ja in die Haare sortieren. Schauen wir mal, ob wir da diese 3 Dreiecke finden. Ja, einmal hier in den Zöpfen mit drin, da auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das sind ja zarte Farben, da ist das nicht so gravierend. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn AB dichter beieinander ist, um Gottes Willen. Das habe ich ja jetzt auch schon gelernt. Je nach Bild sieht das mega klasse aus. Also es ist hier in den Haaren mit drin. Der Fairy Dust hier. Sehr, sehr schön. So, dann kommen wir zu dem
größten Päckchen. Unser Plauer, die 3838, auch mit so einem schönen Silberbezug. So toll. Schauen wir mal, welches Symbol er hat. Einmal hier, ich würde jetzt sagen, das ist eine Sonne. Und die Sonne ist sehr schön. Das habe ich mir gewünscht, muss ich ehrlich gestehen, hier verteilt. Mit in der Schwanzflosse drin. Ganz, ganz klasse. Seht ihr es? Schön, schön aufgeteilt. Da ist es auch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das ist eine zarte Farbe. Die haben immer nur so einen ganz, ganz zarten Schimmer. Hier im Hintergrund auch. Aber ihr seht es, wie gesagt, im Wechsel mit anderen Steinchen. Wie schön. Da juckt es einen in den Fingern. Also hier in der Flosse mit drin und einmal im Hintergrund einzeln verteilt. Die schöne Fairy Dust Farbe. So, dann kommen wir noch zur letzten Fairy Dust. Die weiß, die 5200. Und das ist dieses Symbol. Das ist hier mit in der Wolke mit drin, in der Schaumwolke, je nachdem. Einmal vereinzelt hier unten in der Schwanzflosse auch. Na komm, hier. Oh, bei uns ist windig. Bei uns geht der Wind draußen. Eieiei. Hier in der Wolke ist er mit drin. So ganz einzeln auch hier an den Perlen am Haarschmuck. Sehr, sehr schön. Da an der kleinen Wolke auch. Ganz einzeln noch hier an ihrem Brustier so ein, zwei Steinchen. In den Augen jeweils ein Steinchen. Und dann in den hellen Quallen nochmal mit vertreten. Schön. Sehr, sehr schön, muss ich gestehen. Wie gesagt, da wollte ich jetzt mit dran teilnehmen. Das Bild wird aber langsam wachsen bis Ende des Jahres. Hoffe ich dann, habe ich es auch fertig. Mal schauen, wie es so ist. Fehlt da noch ein, 1, 2, 3, 4, 5 hier. Aber ich denke schon. Und wenn es nicht fertig ist, dann ist es nicht fertig. Dann wandert es mit sozusagen in das nächste Jahr. Aber ich glaube schon, dass das vielleicht zu schaffen ist. Wir probieren es einfach aus. Ja, das war sozusagen die kleine blonde Meerjungfrau von Lara Klein aus dem Shop von Pichu Moon Art. Ja, was gibt es noch sozusagen? 110 Farben. Ich traue mich dran. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Und im Kommentar, ob ihr auch schon so Bilder gemacht habt, also mit mehr als 100 Farben. Vielleicht ja auch ein Josephine Wall, je nachdem. Da habe ich mich noch gar nicht dran getraut. Oje, oje. Wenn ich immer lese, über 200 Farben, dann denke ich, oh mein Gott. Da habe ich wirklich Respekt vor. Deswegen, ich wage mich erstmal in kleinen Schritten dran und starte erstmal mit diesen 110 Farben. Und schaue, wie das läuft. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.